Und man darf einfach mit solchen Medikamenten, ja, also Gentherapien, die nicht zugelassen sind für die Fliegerei, darf man nicht fliegen. Das heißt, man ist automatisch nicht fit to fly. Sie sagen, dass die Piloten, wahrscheinlich ein Großteil aller Piloten der unterschiedlichsten Fluggesellschaften, im Grunde genommen illegal im Cockpit sitzen. Genau. Das ist so. Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann. Ich bin der Herausgeber des Online-Magazins Club der klaren Worte.de. Impfschäden sind international nicht mehr in Frage gestellt. Zuletzt hatte ja der Pharmakonzern AstraZeneca mögliche schwere Nebenwirkungen seines Corona-Impfstoffs zugegeben. Es ist nicht mehr eine Frage, ob es Schäden gibt, sondern wie viele es noch geben wird. Der nachfolgende Beitrag beleuchtet die gefährliche Situation in den Cockpits der Verkehrsluftfahrt. Ich habe dazu exklusiv ein Interview mit einem besorgten Schweizer Flugkapitän geführt, der Anfang des Jahres eine Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und in Basel bei der Staatsanwaltschaft gestellt hat. Der Pilot beschuldigt darin namentlich die gesamte Geschäftsleitung sowie den Verwaltungsrat der Swiss Airline, die ja zum Lufthansa-Konzern gehört, des dringenden Tatverdachts diverser Offizialdelikte. Darunter die mehrfache vorsätzliche Gefährdung des Luftverkehrs, der Menschen an Bord sowie Dritter am Boden und im Zusammenhang mit der Impfpflicht bei der Airline die Nötigung und Drohung gegenüber dem Personal. Uns liegen die Strafanzeigen vor, ebenso die Eingangsbestätigung, zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt vom 13. März 2024 an den Anwalt des Klägers. Uns liegt das Aktenzeichen vor. Auf der Seite des CDKW finden Sie auch einen weiterführenden Artikel zu diesem Thema. Und Sie hören hier gleich ein exklusives Interview mit dem Flugkapitän, der den Strafantrag über seinen Anwalt gestellt hat. Und darin erfahren Sie mehr über seine Beurteilung der Gefährdung der internationalen Flugsicherheit im Zusammenhang mit der Covid-Impfung vor dem Hintergrund der üblichen Gesundheitsstandards bei Piloten. Sie erfahren, wie eng die Gesundheit von Piloten und damit deren Flugtauglichkeit flugärztlich überwacht wird. Sie hören mehr über bekannte Gesundheitsvorfälle im Cockpit. Dieses Interview hier empfehle ich bis zum Ende zu hören, denn ich habe natürlich zu diesen Strafanträgen die Swiss um eine offizielle Stellungnahme gebeten. Aber eine kurze Bitte vorab. Wenn Sie möchten, dass diese Information mehr Menschen erreicht, dann liken Sie bitte dieses Video und kommentieren Sie es bitte. Abonnieren Sie auch den Kanal. Damit bekommt dieses Video mehr Sichtbarkeit und das ist etwas, was Sie aktiv für unabhängigen Journalismus tun können. Wenn Sie möchten, dass wir weiterhin kritisch und überparteilich journalistisch arbeiten, dann sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Umfangreiche und qualitative Berichterstattung, frei von ideologischer oder finanzieller Einflussnahme, ist nur möglich, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen. Auf unserer Website und unter diesem Video finden Sie mehr zum Thema Unterstützung. Nutzen Sie es. Vielen Dank dafür. Ja, und hier nun zunächst das Interview mit dem Flugkapitän. Wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen möchten, besuchen Sie den Club der klaren Worte. Ja, ein Schweizer Pilot verklagt aktuell die Lufthansa-Tochter Swiss bei der Staatsanwaltschaft Basel sowie dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Gefährdung der Flugsicherheit. Die entsprechenden Klageschriften liegen uns auch vor. Und die Lufthansa-Tochter Swiss hatte am 1.12.21 die Impfpflicht für das komplette Personal eingeführt. Mehrere hundert Mitarbeiter waren damals dagegen. Und der Kläger, er sagt, die Swiss habe alle öffentlich zugänglichen Berichte über Nebenwirkungen ignoriert und halte trotzdem weiter an der Impfpflicht für das Personal fest. Und das gefährdet die Flugsicherheit und ist auch aus verschiedenen anderen Gründen strafrechtlich relevant. Wir wissen um den Klarnamen und haben auch entsprechende Unterlagen vorliegen. Gleichwohl ist er jetzt am Telefon mit einem Pseudonym und das machen wir ausschließlich nur aus den Gründen, um ihm auch ein wenig Schutz in der Öffentlichkeit zu geben.
Mike, vielen Dank, dass Sie uns jetzt in Rede und Antwort stehen zu dem, was im Luftverkehr nicht nur bei der Swiss, sondern international die Passagiere einfach nicht wissen. Aber lassen Sie uns vielleicht zu Beginn erklären, was Ihre Expertise ist, nur ganz grob umrissen. Sie selbst sind auch Flugkapitän, Mike. Ja, also mein Background, ich bin seit 32 Jahren Profipilot in verschiedenen Bereichen von Regional, Charterlinien, Langstrecke, und ich habe auch Exekutiv-VIP-Erfahrung, also habe Royals herumgeflogen und wirklich hochkarätige Passagiere international. Und ja, ich bin jetzt nebenbei noch als Instruktor immer tätig gewesen, von Kleinflugzeugen bis zur Linienmaschine, habe auch entsprechend Piloten und auch Flugkapitäne ausgebildet. Und das mache ich bis heute. Bin selbstständig, fliege noch gelegentlich so Einsätze, wenn Not am Mann ist. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass Sie als Kapitän auch Passagierflugzeuge großer Airlines A geflogen haben und B natürlich auch fliegen können. Ja, genau, richtig, ja. Das ist so, ja. Also ich weiß, wie es drum steht, und ich weiß ganz genau, was abgeht in der Luftfahrt. Und das ist nicht gerade erfreulich, sondern eher besorgniserregend. Lassen Sie uns darüber en Detail sprechen. Sie hatten ja eben gerade auch gesagt, Sie sind Instruktor, also das heißt, Sie bilden auch Piloten auf großen Fluggeräten aus. Aber genau. Ja, jetzt lassen Sie uns vielleicht einfach mal darüber sprechen, was die Sicherheit in der Luft betrifft. Wie sind normalerweise die Voraussetzungen, um als Pilot einer Verkehrsmaschine ein Flugzeug fliegen zu dürfen, mal abgesehen davon, dass Sie die entsprechenden ausbildungstechnischen Zertifizierungen haben müssen, aber wie sieht es auf der gesundheitlichen Seite aus? Ja, also das gibt natürlich dann eine umfassende Gesundheitsprüfung mal zu Beginn der Ausbildung, aber auch jährlich müssen wir immer einen Gesundheitscheck machen, einen umfangreichen. Und der beinhaltet natürlich auch jetzt relativ neu eine psychologische Beurteilung, ob man überhaupt mental fit ist. Also es ist körperlich wie auch psychisch, wo wir beurteilt werden jedes Jahr, und dieses Zeugnis ist 1 Jahr gültig und muss jedes Jahr erneuert werden. Also man darf dann... Das ist das Medical. Wir sprechen hier vom Medical. Und da gibt es 2 Klassen, Klasse 1 und 2, und wir für die Linienpiloten ist es Klasse 1. Wie ist man denn nach Ihrer Erfahrung und Ihren Erkenntnissen während der Impfphase in den letzten Jahren mit der Impfung im Cockpit umgegangen? Können Sie das mal beschreiben? Ja, es gab große Diskussionen natürlich, aber wo man dann einfach gemerkt hat, es wurde ja international, wurden wir ja dann als Schwurbler hingestellt, wenn man natürlich das hinterfragt hat. Und das heißt, es war dann so eher in persönlichen Gesprächen unter 4 Augen war das dann natürlich ein Thema. Aber grundsätzlich, die meisten haben natürlich darauf vertraut, dass das dem Staat vertraut, der Regierung vertraut, dass das etwas Gutes ist und dass das keine Nebenwirkungen hat und dass das schon gut gehen wird. Und viele sind dann natürlich auch durch den sozialen Zwang, also durch den Gruppendruck, oder haben sich das natürlich einfach initiieren lassen. Und nur ganz wenige, die sich wirklich mit der Materie befasst haben, die sich auch richtig informiert haben. Natürlich nicht in den öffentlichen Medien, sondern Alternativmedien, die sich dann auch eben mit denen auseinandergesetzt haben. Die haben natürlich dann mal gezweifelt, und so wie ich eigentlich habe ich mich mit dem richtig befasst und habe ich einfach gemerkt, dass das mit sehr vielen Risiken verbunden ist. Und das hat sich dann auch schlussendlich als richtig herausgestellt. Das heißt also, meine anfänglichen Vermutungen, die ich hatte im 2020, 2021, die haben sich jetzt leider alle bewahrheitet. Es ist sogar noch schlimmer, als dass ich da wirklich vermutet habe. Und ja, es hat sich hier jetzt ein latentes
Risiko, ein latentes Sicherheitsproblem hat sich da aufgestaut, das eigentlich ständig mitfliegt. Und der Passagier geht natürlich davon aus, dass das alles immer gut geht. Und ja, in den meisten Fällen tut's das ja auch. Ist eigentlich noch erstaunlich, relativ, sage ich mal, wenig Schlimmes passiert, aber es sind viele kleine Zwischenfälle, Vorkommnisse, die einfach in der Summe schon sehr auffällig sind. Was ist da an kleineren, in Anführungsstrichen, Vorfällen im Cockpit passiert? Ja, also das, was man hat, ist so beispielsweise Unwohlsein, Brustschmerzen oder jemand, der dann aussteigen muss, der sagt, du, ich fühle mich nicht mehr gut, ich kann jetzt die nächsten 2 Flüge nicht machen und die werden dann entsprechend ersetzt. Und man ist ja immer zu zweit und solange sich das nicht überraschend plötzlich ankündigt, hat man immer noch eine gewisse Zeit, um da reagieren zu können und dann werden die Piloten ersetzt. Aber es ist natürlich auffällig, wie viel Piloten und auch Kabinenpersonal entsprechend ersetzt werden. Und ja, man sieht es klar auch in der Krankheitsstatistik und es fallen einfach mehr, ja, die Krankheitsfälle sind größer. Und entsprechend ist natürlich klar, dass deren Immunsystem ist natürlich nicht mehr so robust und somit werden sie schneller krank, auffällig krank, mitten im Sommer. Schlussendlich dann die härteren Fälle, das sind dann die dann wirklich Herzprobleme bekommen haben, also Myokarditis, Perikarditis und die sich dann, die ihre Flugtauglichkeit verloren haben und sich einen Stunt einsetzen lassen mussten, hatte ich viele Kollegen. Die haben natürlich das nie auf diese Injektionen zurückgeführt. Logisch, also wenn ich mit denen gesprochen habe. Obwohl ich die alle gewarnt habe, wurde eigentlich alles ignoriert von mir. Aber ja, und die glauben heute noch, dass das halt einfach so ein Zufall ist. Und das ist leider kein Zufall, weil die Häufigkeit von Herzproblemen hat sich auch medizinisch gezeigt. Wir haben ja hier in Zürich haben wir auch einen Herzspezialisten von der Uni Zürich, der hat das auch sehr früh erkannt und hat schon gesagt, ja, meine Herzfälle, die sind jetzt am explodieren. Mittlerweile sind wir da so bei etwa 200% plus Steigerungsrate von Herzproblemen, oder in alle Arten von Gefäßproblemen. Und das ist natürlich klar, also wenn man das anschaut, das ist ja seit 2021 regelrecht explodiert. Und was hat man 2021 angefangen? Und das ist klar, man hat mit diesen Injektionen angefangen. Und das ist der kausale Zusammenhang ist da natürlich klar, obwohl das natürlich dann nie zugegeben wird. Mike, wir haben, was die Zahlen betrifft, auch bei den Piloten des US-Militärs 937% mehr Herzprobleme als vor Beginn der Impfkampagne. Das wird auch belegt von einem Artikel von uns. Dort kann man die Quellen dann auch sauber nachvollziehen. Und das muss man ja immer vor dem Hintergrund sehen, dass Piloten einer enormen Gesundheitskontrolle unterzogen werden und man sagen kann, sie sind gesundheitlich extrem gut überwacht. Und wenn wir jetzt so eine Zahl wie 937% mehr Herzproblem allein beim amerikanischen Militär sehen, dann müssten wir wahrscheinlich doch davon ausgehen, dass wir ähnliche Zahlen auch in der europäischen oder gerade hier in der deutschen Luftfahrt haben. Jetzt gibt es natürlich den Passagier, der sagt, naja, da vorne sitzen ja 2. Wie verhält es sich denn, wenn ein Pilot aufgrund von gesundheitlichen Problemen ausfällt? Muss man das melden? Muss man das nicht melden? Ja, also das ist klar, wenn einer total ausfällt, also ich sage jetzt mal einen Totalkollaps bekommt, gab es da schon? Ja, habe ich auch schon erlebt. Ich habe das schon aus anderen Gründen schon mal erlebt, aber jetzt habe ich es mitbekommen, also in einer entsprechenden Firma, wo das passiert wurde, habe sogar die Crew interviewt. Mhm. Und ja, so ein Totalkollaps, wenn jemand zusammenbricht, das ist ja komplett handlungsunfähig. Und dann haben wir es hier mit einem Notfall zu tun. Das bedeutet, es ist ein Emergency. Ich muss einen Notfall deklarieren. Das heißt,
ein Luftfahrtnotfall. Das bedeutet, es ist unmittelbar Mensch und Leben bedroht und entsprechend, der Pilot, der noch handlungsfähig ist, der muss natürlich sämtliche Arbeiten übernehmen. Das heißt, die Kontrolle des Luftfahrzeuges, die Navigation, entsprechend den Funkverkehr und er muss aber auch die Koordination mit der Kabine erledigen, plus die Checklisten. Also man ist da ziemlich beschäftigt und das wird jetzt auch regelmäßig geübt und interessant ist ja das, es wird jetzt noch regelmäßiger geübt, ohne dass man uns das jemals gesagt hat, aber es wird praktisch jedes Mal bei jedem Check, den ich vorbereite mit den Leuten, wird das geübt. Ja, also so ein Totalausfall ist eine Luftfahrtnotlage und das darf man nicht unterschätzen. Hat es eigentlich jetzt auch schon mehrfach gegeben, wurde zum Teil dann aber auf andere Gründe zurückgeführt, aber ich habe es selber erlebt, eben wie gesagt in dieser Firma, die ich da die Leute getroffen habe. Und da war dann eben so eine sehr ungünstige Konstellation. Also das heißt, es war ein 57-jähriger Kapitän, der kurz nach dem Start zusammengebrochen ist, also nicht mehr reagiert hat. Der Co-Pilot, ein junger Co-Pilot, frisch von der Akademie, der fünfte Flug auf einem neuen Flugzeugtyp, den er noch nie geflogen ist, musste dann die Kontrolle übernehmen. Stell sich mal vor, das ist jetzt gerade fast ein Worst Case, oder? Also es war nicht ein erfahrener Co-Pilot, sondern eben ein Youngster. Und der hat dann das meistern müssen, diese Belastung und diese Passagiere wieder sicher am Boden zu bekommen. Und glücklicherweise war in der Kabine ein Pilot, der dieses Flugzeugtyp kannte und das mal geflogen ist und der konnte dann dem Co-Piloten helfen und assistieren auf dem dritten Sitz, sodass dann der Co-Pilot nicht komplett überfordert war. Weil es ist man wird dann wirklich ans Limit gefordert und zum Teil kann eine Überforderung natürlich dann sehr schnell stattfinden. Und das ist mal ein Risiko. Also wir können nicht einfach sagen, es hat 2 Piloten, ein Ausfall ist okay, mit dem darf man nicht kalkulieren. Ja, das ist mal wichtig. Und diese Airlines, die gehen das Risiko ein, dass sie denken, es ist ja jetzt nichts passiert und wir nehmen das Risiko auf uns. Und die nehmen das Risiko auf sich, das ist ganz klar. Und ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis dann wirklich etwas Heftiges passiert. Und deshalb habe ich auch meine Anzeige gemacht. Also nicht nur zur Verfolgung der Straftaten, sondern eben damit das im System deponiert ist. Falls dann etwas passiert, kann man sagen, wir haben es gesagt, man hat es gewusst, man hat es ignoriert. Und um das geht es. Also ich möchte eigentlich, mir geht es um meine Passagiere. Mir geht es um die Sicherheit in der Luftfahrt. Und das ist das, was bei mir im Vordergrund ist und die Motivation. Die Swiss hatte, glaube ich, im Januar 22 noch sogar Flüge ausfallen lassen, um zu vermeiden, dass ungeimpftes Personal eingesetzt wird. Ja, also die Swiss hat natürlich das ständig auf ihre operationellen Gründe zurückgeführt. Also das heißt, es waren etwa 4 Destinationen, China, Singapur, Hongkong, die da betroffen waren. Europa war nichts betroffen, das muss man auch klar festhalten. Es waren nur einzelne Flüge. Und die haben das natürlich alles an dem aufgehängt und gesagt, ja, es müssen sich komplett alle dieser Gentherapie unterziehen. Und durch das haben sie natürlich ein riesiges Risiko eingegangen. Und es ist natürlich auch ein bisschen schlussendlich ein Image, dass sie sagen, ja, wir als Vorzeige-Airline Swiss, oder wir lassen keine Ungeimpften fliegen, oder bei uns ist jeder geimpft. Also das heißt, sie glaubten, das ist eine erhöhte Sicherheit, dabei ist es das Gegenteil der Fall. Und das ist schlussendlich auch eben fahrlässig, weil bis da war ja die Faktenlage ziemlich klar mit den Nebenwirkungen, mit den Todesfällen, mit den Herzinfarkten, mit den Thrombosen.
Und man wusste bis da schon ziemlich klar, wenn man sich richtig informiert hat, dass diese Wirkungen gefährlich sind. Und ja, die Swiss hat ja dann das Impfmandat bis dieses Jahr aufrechterhalten, obwohl dann schon andere Airlines im März 2022 haben die sich sofort, wo diese Maßnahmen fertig waren, haben sie das sofort fallen gelassen. Und das ist schon auch auffällig. Noch auffälliger ist, dass die amerikanischen Airlines, die haben sogar vor 2022, das heißt etwa im November, Dezember 2021, haben die sofort den Impfzwang aufgehoben und das eigentlich auf freiwillige Basis gestellt, was ja auch richtig ist beim experimentellen Stoff, den man nicht kennt. Also da hat natürlich klar die Swiss sich klar strafbar gemacht, weil sie einfach diese Mandate weitergezogen hat. Und man kann sich da nicht mehr berufen auf Nichtwissen und wir haben das nur gut gemeint. Nein, die Fakten waren klar und die Informationen waren erhältlich. Und dann muss man auch klar sagen, zum Einführung von einem experimentellen Stoff, wenn man etwas einführen will in einer Airline, braucht es eine Risikoanalyse, das heißt ein Risk Assessment. Das heißt, man muss schauen, wie hoch ist das Risiko, wie oft kann etwas passieren und dann ist man entweder in einem grünen, gelben oder einem roten Bereich. Und wenn man im grünen Bereich sagt, ja, das Risiko ist tief, es passiert nicht oft, dann kann man fliegen. Wenn es gelb ist, da muss man schon Maßnahmen machen, muss man schon sagen, okay, da braucht es beispielsweise besondere gesundheitliche Prüfung, es braucht beispielsweise vielleicht noch einen dritten Piloten. Und wenn es dann aber häufig ist und hohes Risiko, und wir haben es hier mit einem hohen Risiko zu tun, Häufigkeit ist gestiegen, dann ist eigentlich Flugverbot. Und ja, das ist mal wichtig zum sagen, diese Risikoanalyse, die hat nicht stattgefunden. Und deshalb ist die Fahrlässigkeit ganz klar gegeben. Also sogar grob fahrlässig, wenn man es dann genau nimmt. Mhm. Und was man auch wissen muss, ist auch das, dass jeder Pilot, der diese Gentherapie bekommen hat, also der das Zeugs in sich hat, das hat ja verschiedene Chargen gegeben, es sind ja nicht alle die gleichen. Also wenn einer Pech hatte und wirklich die volle mRNA-Dröhnung bekommen hat, dann muss man auch klar sagen, also diese gentherapierten Piloten erfüllen die Bedingungen eines Flugtüchtigkeitszeugnisses, also eines medizinischen Flugtüchtigkeitszeugnisses, die erfüllen das nicht mehr. Weil dort steht ganz klar unter MED A020 der JASA und auch ICAO-Regeln, das heißt, wenn man Medizin zu sich nimmt, sei jetzt das vorgeschrieben, also verschrieben oder nicht verschrieben, dann nachher, wenn diese Medizin die Ausübung des Pilotenberufes beeinträchtigt, und das tut diese Gentherapie, dann ist man nicht mehr voll flugtauglich. Also das heißt, man braucht dann eine besondere medizinische Prüfung zu bestehen, um die Flugtauglichkeit wiederherzustellen. Und man darf einfach mit solchen Medikamenten, also Gentherapien, die nicht zugelassen sind für die Fliegerei, darf man nicht fliegen. Das heißt, man ist automatisch nicht fit to fly. Ja, also das ist das verwerflich. Das heißt, diese Piloten sind eigentlich auch wirklich illegal unterwegs. Das ist wie, wenn ich eine Droge zu mir nehme, aber es hat keine Wirkung und ich gehe damit fliegen, bin ich nicht lufttüchtig. Das heißt, dann handle ich grob fahrlässig und das ist auch hier mit der Gentherapie ganz klar der Fall, weil es ist ja nicht eine Impfung. Das heißt, die Regeln der Impfung, die sind mit der 48-Stunden-Regelung, die ist nicht anwendbar, sondern weil es ist ganz klar, mRNA war schon immer Gentherapie. Es war immer eine Therapie und wir haben es hier mit einer Gentherapie mit negativer Wirkung zu tun. Und so sieht's aus und das ist das Risiko, was jetzt
mitfliegt. Das heißt nochmal, um das schnell rauszuarbeiten, Sie sagen, dass die Piloten, wahrscheinlich ein Großteil aller Piloten der unterschiedlichsten Fluggesellschaften, im Grunde genommen illegal im Cockpit sitzen. Genau. Das ist so. Weil die notwendigen Voraussetzungen, und zwar die in der Luftfahrt extrem hohen Anforderungen an die Gesundheit von Piloten, sträflich vernachlässigt wird, weil man die Impfungen nicht ins Kalkül eines Gesundheitsrisikos einbezogen wurden. Ja, das ist so. Also wir haben es ja hier mit einem Etikettenschwindel ja zu tun, oder? Das ist auch klar. Es ist ja keine Impfung, es ist eine Gentherapie. Und man denkt, ja, das ist es wird alles behandelt wie eine herkömmliche Impfung, die schon seit 10, 20 Jahren zugelassen wurde, und man wendet diese Regeln an und schenkt dem nicht die nötige Aufmerksamkeit, weil es sind keine Impfungen, es sind Gentherapien mit einer negativen, gefährlichen Wirkung. Und da wird die Regel gebrochen. Also und da schauen alle weg. Also das heißt nicht nur die Airline, die keine Risikoprüfung macht, sondern es schauen die Fliegerärzte weg. Das heißt, die sagen einfach, ja, es ist eine Impfung. Also wenn du nach 48 Stunden nichts hast, dann kannst du fliegen. Und das ist eben nicht so, weil ich müsste eigentlich sagen, ich möchte mich jetzt gentherapieren lassen und darf ich das nehmen? Und dann müsste der Fliegerarzt sagen, ja, es ist unbedenklich, du kannst das nehmen und nachher fliegen. Aber das kann kein Fliegerarzt, weil die haben ja selber keine Ahnung gehabt, was diese Gentherapie für eine Wirkung hat. Also sie haben sich nicht informiert. Das ist ja oft der Fall. Also die Fliegerärzte die hätten sie eigentlich sagen müssen, du nimmst da etwas, was ich nicht weiß, ich habe keine Ahnung, oder? Und was macht man in so einem Fall, wenn man keine Ahnung hat? Man nimmt es doch nicht. Man tut sich doch nicht einfach reinspritzen lassen. Und das ist das, wo die Fliegerärzte komplett versagt haben, und die Luftfahrtbehörde hat ebenfalls versagt, weil es wurden ja Anträge gestellt zur Sicherheitsprüfung und das wurde alles ignoriert. Also ja, komplettes Systemversagen haben wir es hier zu tun, auch in der Luftfahrt, also nicht nur im Staat und in der Politik. Jetzt wollen wir mit unserem Gespräch A, informieren über die Sicherheitsrisiken, B, wollen wir aber nicht skandalisieren, nur um des Skandalwillens. Deswegen bitte ich Sie jetzt einfach nochmal um eine Risikobewertung. Also wie würden Sie einem ganz normalen Passagier, der mit der Luftfahrt nicht vertraut ist, wie würden Sie ihm erklären, wie hoch das Risiko ist, dass vorne im Cockpit ein Ausfall stattfindet? Also ganz persönlich. Also ich persönlich, wenn ich jetzt das nach diesem Modell, was ich gesagt habe, mit dieser Risikoanalyse sehe, würde ich sagen, es handelt sich, was ich beobachte, um ein mittleres, also gelb bis entsprechend größeres Risiko, wo es in den roten Bereich geht, oder? Und zwar, weil nicht bekannt ist, ja, welcher Pilot hat was in seinem Blut. Also es bräuchte jetzt, das ist das, was ich auch als Antrag klar formuliert habe, es bräuchten jetzt zusätzliche fliegerärztliche Untersuchungen auf Kosten des Unternehmens, und zwar entsprechend um mögliche Blutverklumpungen und deren Gefäße, also zum Beispiel Dedimer-Test, Thrombozyten, HbHC-Wert und so weiter, ja, Antikörperstatus und zum Beispiel wachsinduziertes immunthrombotisches Thrombozytopenie und so weiter. Das ist eine umfassende Blutuntersuchung, und da kann man entsprechend das Risiko ausschließen. Man kann dann sagen, okay, bei der hat beispielsweise ist es nicht so dramatisch, also da ist das Risiko vernachlässigbar, und dort ist es dramatisch. Und die dürfen dann einfach nicht mehr fliegen. Also ich rechne damit, wenn man diese Blutuntersuchung wirklich macht, dass wir etwa 30% der Piloten nicht mehr fliegen dürfen. Und zwar, weil sie einfach die Blutwerte nicht mehr stimmen und entsprechend sie ein größeres Risiko darstellen, weil es danach plötzlich einen Herzinfarkt gibt, plötzlich einen Hirnschlag, plötzlich Kreislaufprobleme und so weiter und so fort. Also wenn Sie das auf 30% bemessen,
das Risiko und auch eben die Gruppe. Das ist meine persönliche Meinung, 30%. Ja, schon klar. Ja? Das verstehe ich. Aber wenn Sie das auf 30%, das würde ja tatsächlich auch einen Kahlschlag für die Verkehrsluftfahrt bedeuten. Ja, das ist so. Und aber das hatten sich die selber zuzuschreiben, oder? Die haben ja diese Impfmandate vorangebracht. Vor allem die Swiss. Und die anderen, die haben das ja sehr schnell aufgehört. Und die wussten warum, vor allem in den USA, mit diesen, was ja möglich ist, diese Liability-Haftungsklagen in Millionenhöhe zu machen. Und ja, also ich hoffe jetzt einfach so, es gibt noch eine Hoffnung. Und es ist einfach so, dass diese Chargen doch nicht alle so, wie sagt man, viel mRNA drinnen hatten und dass es viel Placebo drinnen war und somit, dass der Schaden nicht so hoch ist. Aber es braucht Blutuntersuchungen, oder? Da führt kein Weg dran vorbei und da müssen entsprechend Airlines klar dafür gerade stehen und die Fliegerärzte, die müssen entsprechend das anerkennen und die Luftfahrtbehörden ebenfalls. Und das ist die Situation, die wir momentan haben, ja. Mike, Sie haben, wie wir eingangs schon erwähnt haben, bei der Staatsanwaltschaft Basel und beim Internationalen Strafgerichtshof wegen Gefährdung der Flugsicherheit die entsprechenden Klageschriften eingereicht, die uns auch vorliegen. Sie haben gesagt, das machen Sie vor allen Dingen auch aus strategischen Gründen, um damit einen Vorgang zu schaffen. Persönliche Einschätzung, glauben Sie, dass es hier in absehbarer Zeit, Sie haben sie im Januar eingereicht, in absehbarer Zeit in irgendeiner Form einen relevanten Fortschritt in dieser Angelegenheit gibt? Also ich denke es nicht, weil wir haben es ja hier mit einem disruptiven Justizsystem zu tun, also nicht nur in der Schweiz, sondern überall. Und ich glaube, die wehren sich alle mit Händen und Füßen und schauen, dass sie da möglichst alles abweisen können. Also da mache ich mir keine Hoffnungen. Aber ich möchte das Thema auf den Tisch bringen. Das ist mal das Wichtige. Und dass es im System eingespiesen ist, dass man sagt, okay, da hat jemand das eingereicht, oder? Es wurde zwar vielleicht abgelehnt, ohne Maßnahmen, aber wenn dann eben etwas Heftiges passiert, und ich kann Ihnen sagen, in der Fliegerei, da gibt es das Murphy's Law. Das heißt, der Murphy, der schlägt dann irgendwann zu und dann kann es dann eben eine Großkatastrophe geben. Und wenn das geschieht, kann man sagen, aber man hat es gewusst. Und das würde dann natürlich bedeuten, komplett der Untergang einer Airline, oder? Das ist logisch, wenn man so grobfahrlässig handelt, oder? Und mir geht es so wirklich nur um die Flugsicherheit, um die Passagiere, um die Menschen am Boden, um das geht's mir und eigentlich um darauf aufmerksam machen, dass hier eine latente Gefahr herrscht. Und Sie wissen ja, die latenten Gefahren, das sind die wirklich gefährlichen Gefahren, weil die erkennt man nicht sofort. Die schwelen so vor sich hin und schlagen dann plötzlich zu. Und das ist die Situation, die wir hier haben. Und das andere ist, es geht mir einfach darum, dass man das entsprechend, auch wenn es abgewiesen ist, dass man dann nicht sagen kann, wir haben es nicht gewusst. Mike, Sie haben vorhin über die Gesundheitscheck-ups von Piloten gesprochen und haben am Rande auch erwähnt, dass selbstverständlich die Feststellung von Drogenkonsum bei einem Piloten, ich sag mal, ist es dann gleich die Frage ist jetzt nochmal, ist es ein Entzug der Lizenz bedeutet oder zunächst erstmal ein Verbot, in ein Flugzeug zu steigen? Nein, das heißt, man bekommt dann kein Medical. Also wir müssen ja all Jahr auch einen Drogentest machen. Mhm. Und auch wenn ich mal eine Droge genommen habe vor 6 Monaten oder sogar vor über einem Jahr und da noch Spuren gefunden werden, dann bin ich fluguntauglich. Das heißt, ich kriege dann kein flugmedizinisches Attest. Okay, das ist dieses Medical und wenn man das bekommt einmal im Jahr, dann habe ich das Medical, dann darf ich sozusagen fliegen. Und im Zuge dessen wollte ich Sie einfach nur fragen, wir in Deutschland haben ja jetzt hier die Legalisierung von Cannabis. Fällt Cannabis auch unter die Drogen und würde ein Pilot, der Cannabis raucht, würde ihm das Medical verwehrt werden? Ja, das ist so. Also wenn er der Drogentest würde dann positiv anschlagen,
und dann darf er nicht in ein Flugzeug steigen, das ist klar. Und die Airlines gehen ja schon so weit heutzutage, das heißt, man macht diesen Drogentest ja am Anfang bei der Einstellung. Das heißt, wenn jemand einen positiven Drogentest hatte, dann wird er nicht einmal mehr eingestellt. Mit anderen Worten, wir haben in Deutschland hier Cannabis legalisiert. Ja. In der Luftfahrt ist es aber strengstens verboten. Genau. Vielen Dank für diesen Einblick in die zivile Luftfahrt, in die Verkehrsluftfahrt und die dort über uns kreisenden Risiken. Herzlichen Dank auch für dieses Gespräch. Ja, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Langmann. Ich habe dieses Gespräch am 13. Mai 24 geführt und umgehend danach zu den relevanten Punkten die Swiss um eine Stellungnahme gebeten. Die Pressestelle hat mir dann am 15. Mai geantwortet. Meine Fragen an die Pressestelle sowie die Antworten von Swiss finden Sie auch unter Dokumente auf der Website CDKW. Zunächst antwortete die Swiss, dass sie keine Kenntnis von der Klage oder Strafanzeige habe. Sie erinnern sich, es liegt uns eine Kopie der Eingangsbestätigung der Staatsanwaltschaft vor. Auf meine Frage an den Anwalt des Klägers, wie das sein kann, sagte der Anwalt sinngemäß, es ist auch möglich, dass die Staatsanwaltschaft grundsätzlich überlastet ist und für die umfangreichen und schwerwiegenden Vorwürfe einfach Zeit braucht, um den komplexen Sachverhalt hausintern zu prüfen, um die Anzeige dann an die Swiss weiterzuleiten. Er sprach aber auch davon, dass es möglich sein könnte, dass man hier ob des enorm heißen Eisens, den diese Anzeige ja bedeutet, auch versucht zu verzögern. Ohne es zu behaupten, deutete er mir gegenüber an, dass schließlich auch die großen Pharmakonzerne, das World Economic Forum und andere internationale politisch wirkenden Organisationen ihren Sitz in der Schweiz haben, womit er insinuieren wollte, dass es Interessen geben könnte, diese Strafanzeigen möglichst eben nicht auf den großen Schirm kommen zu lassen. Die Antwort der Swiss können Sie, wie gesagt, selbst nachlesen. Hier nur ein Schlusszitat aus der Antwort-E-Mail. Zitat: Aus medizinischer Perspektive bietet die Impfung weiterhin den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und entspricht immer noch den Empfehlungen der relevanten Fachbehörden. Swiss erwartet von neu eintretenden Mitarbeitenden eine Impfbereitschaft. Empfehlen Sie uns weiter, lassen Sie ein Kanalabonnement hier und unterstützen Sie uns gerne, damit wir Sie auch künftig weiter informieren können. Und denken Sie selbst. Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion des Club der klaren Worte 2024. Mir geht es um meine Passagiere. Mir geht es um die Sicherheit in der Luftfahrt. Und das ist das, was bei mir im Vordergrund ist und die Motivation. Aus medizinischer Perspektive bietet die Impfung weiterhin den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und entspricht immer noch den Empfehlungen der relevanten Fachbehörden. Swiss erwartet von neu eintretenden Mitarbeitenden eine Impfbereitschaft.